Ja, hi zu Sherlock Holmes Crimes and Punishment. Ich habe das schon irgendwann mal gespielt, aber ist schon so lange her. Habe ich auch nicht aufgezeichnet, deswegen dachte ich, mache das jetzt mal. Und gucken, ob wir es bis dahin überleben. Komm. Also wir sind gerade Watson. Stop, Holmes! Is that you, Watson? Yes, of course it is. And you almost killed me. Nonsense. I was aiming for the vases. Ja, schon klar. Watson, quiet please. I'm trying to concentrate. Sicherer Gang. Klappernde Handschellen. Das ist einer von der Polizei, genau. 9. Stufe ausgelassen. Okay. Lestrade. What is it this time? He can see me. Well, here it is, and it's a good one, Mr. Holmes. A gentleman by the name of Peter Carey, also known as Black Peter, has been murdered. A sailor, most probably. What happened here? Oh, Mr. Holmes, how could you? It's the only exercise I've had all week. A grateful client from Limoges sent me a vase collection this morning. I couldn't think of a better use for it. Ja, You're out of your mind. die waren unbelievable I hässlich. missed 4 out of 10. Given you were blindfolded, that was very good. Can I have a try? Am I the Nein, only sane Mann. one here? I suppose that Watson is right, Inspector. A little brain work would be preferable now. Do Yeah. please tell us more about Black Peter. Peter Carey, born in 1845 and 50 years old. An ambitious sort, he achieved much success in seal and whale hunting around Scandinavia. Retired in 1884 with a small fortune. He invested his money in a property called Woodman's Lee, near Forest Row in Sussex. It was where he lived for 6 years, and where he was found dead yesterday. Has the investigation already begun? Yes and no. In fact, this crime is so mysterious that I would prefer you to join me down there. Give me half an hour to prepare, Inspector. Take your time and join me there. I have to go through the yard first. The men struck again. What have they done this time? They robbed a powder reserve. I'll meet you at Woodman's Lee, Mr. Holmes. I should help Mrs. Hudson here. I also have several appointments that I must keep this afternoon. I shall go alone then. Jo, dann gehen wir mal. Achso, Notizbuch. Okay. Aha, das Notizbuch, wie war das noch? Ah ja, man hat vorne die Karte. Moment mal, ganz vorne sind die Aufgaben. Also Mord an Peter Carey. Raussuchen sehen Sie den Tatort. Woodman's Lane Lee. Gucken wir auch an. Und, jo, schön den Kleiderschrank. Alles klar, wir holen uns einen Kleiderschrank, weil wir müssen uns ja vernünftig. Nee, wir holen uns einen Anzug rein, natürlich. Weil wir. Ja, ist Todesfall, muss man halt vernünftig gekleidet sein. Okay, man kann hier durchblättern. Also nochmal, hier vorne stehen die Aufgaben. Dann haben wir hier die Karte. Dann gibt es hier Beweise, die man hier so gesammelt hat. Also das Opfer haben wir hier schon mal. Peter Carey, ne, der schwarze Peter. Und war Walfänger in Skandinavien und wohnt eben Woodman's Lee. Gut, okay. Dann haben wir hier noch, was haben wir noch? Dokumente haben wir noch nichts gesammelt. Und Dialoge, wir haben halt mit dem freundlichen Herrn, wie hieß er doch jetzt noch gleich? Schon vergessen. Ah, Lestrade, genau. So, und dann drüben gibt es hier, was haben wir noch? Souvenirs aus den Fällen. Irgendwas, was sie sonst noch so mitkriegen, ne? Und die Charaktere, die wir so sammeln können. Also, zunächst einmal 10 Aufgaben. Wir sollen uns ja mal erstmal einen schönen Anzug raussuchen. Ne? Ich würde mal sagen, irgendwas Dunkles, vielleicht besser. Können wir hinten in die Hütte gehen? Hallöchen. Das ist sein Zimmer. So, hier können wir uns irgendwie schminken. Aber ich glaube, wir sehen ganz gut aus. Also kein Bart, kein gar nichts. Und so gerade Brille, Bart und sowas brauchen wir jetzt nicht. Ups. Was war? Wir wollen es beenden. Ja, ist okay. Wir sehen gut aus. Aber wir wollen ja natürlich einen vernünftigen Anzug haben. Den gibt es hier. So, was haben wir denn? Freizeit, dunkler Anzug. Das hätte ich jetzt gewählt. Das ist okay, ne? Brauner Anzug, grüner Anzug, grauer Anzug, heller Anzug, Bandit. Nö. Bandit?
Okay. So, also wir nehmen irgend so einen dunklen Anzug. Wo ist er denn? Ach, Seemanns. Oh, mal Seemann. Aha. Okay, wo ist der dunkle Anzug? Den nehmen wir. Sollte wohl gehen, ne? Mehr brauchen wir auch nicht. Oh, what a mess! What a terrible mess! Ja, man will mal ein bisschen rumballern dürfen. Was ist denn das Problem? So, da war die Karte. You go along to Peter Carey's house. Ja, Mrs. geh ich. Hudson and... Oh, die schöne Nachbarin. Da kann ich mich gar nicht satt sehen. So schnell weg. Wunderschön. Was haben wir noch? Wir haben doch hier noch so ein Hündchen, oder? Wo ist denn das? Ich dachte, wir hätten noch ein Hündchen. Hündchen? Doggy? Weg. Okay, so, wir gucken mal hier. A map of Karte. London and the surrounding area. It could be useful. Ja, dann nimm's doch mit. A map of Untersuchen. London. So, ich will zu Woodman's Lee. Bei Sherlock wird immer schön mit der Kutsche, ne? Also man kann halt hier noch Herleitungen herstellen. Wenn man irgendetwas hat. Wir haben noch keine Beweise, also von daher noch keine Hinweise. Ich kann das Notizbuch nochmal aufmachen, aber wir haben ja nichts Neues, ne? Also, wir fahren einfach weiter. Mr. Holmes, I'm over here. Come on. Ah, bei Mutti. Okay, also der Sherlock fährt immer schön Kutsche, ne? Da müssen wir, das dauert mal ein bisschen. Man kann hier nochmal diesen wunderbaren Blick machen. Sieht man halt so Hinweise. Muss man halt auch irgendwann mal wieder ausmachen und dann kann man das untersuchen. These footprints appear to be quite large. Okay, haben wir noch irgendwas sehen hier? Gegenstand benötigt. These footprints appear to be quite large. Ja, das wissen wir, okay. It seems that the garden was well maintained. Okay, haben den Gärtner wahrscheinlich, ne? Mal mit ihm hier quatschen. Mr. Holmes? House Live. Wir wissen es nicht. Mehr gibt's hier nicht, ne? Also es geht eh um die Hütte, das weiß ich schon, aber es ist schon ein bisschen näher, dass ich das gespielt habe. Ah ja, er kann auch laufen, das ist gut. Mr. So sieht's Holmes? aus. Ja, Mr. Holmes. So, da ist die Witwe. Inspector Lestrade, when will you remove my husband's body? It's sacrilegious to leave him here like this. As soon as we can, Mrs. Carey, I assure you. Allow me to introduce you to Mr. Sherlock Holmes. He's a detective. No doubt you've heard of him. I'll wait for you in front of the cabin, Mr. Holmes. My condolences, Mrs. Carey. Thank you, Mr. Holmes. Wir können uns die Dame ja mal angucken, ne? Im Detail. So, was sehen wir? Ein Amulett. Knöpfchen. Oh. Gartenhandschuhe, jo. Ein Nistkasten. Okay. So. Wann wurde denn die Do Leiche you gefunden? remember at what time you found your husband's body? In the morning, at around 7 o'clock, I noticed the cabin door was open, but I didn't go in to take a look, for I knew my husband would not have liked it. At around 10 o'clock, I dared to glance in through the door and... oh dear. Also um 7 Uhr hat sie mal geguckt. Okay, hatte er Besucher? Was your husband accustomed to receiving visitors? Oh no, I don't think so. I mean, he didn't really have many friends. He lived quite an isolated life here.
after his retirement. The garden is very large and well maintained. Do you employ someone to look after it? It is true, there is a lot of work, but my husband took care of it himself. Madam, can you tell me if you saw or heard anything unusual upon the night of the murder? At 2 o'clock in the morning, I heard a terrible scream. I thought nothing of it then. He would scream all the time when he was drunk. Can you please tell me what occurred on the evening of the murder? Well, Peter got drunk in the evening. He was in such a terrible temper. Usually whenever that happened, he'd stay all night drinking in his cabin before passing out. Tja, die Ehemänner wieder, ne? Sitzen sich schön in die Gartenlaube und ballern sich zu. Okay, alles. Na, es You wird have alles indeed einfacher. suffered a great loss, Mrs. Carey. Nevertheless, I believe it will be less of a burden for you soon. Yes, life with Peter was never easy, but he was still my husband. He was different, wasn't he, when you first met him upon your return from Plymouth? Yes, Mr. Holmes. Oh my goodness, but how do you know about that? Ah, das liegt natürlich der You Pilgerfahrt. undertook a pilgrimage to the Cathedral of Santiago de Compostela when you were young. That much is evident from the rosary in your hand. The shortest route for the pilgrim from England to Spain is from Plymouth. I believe that you met Peter Carey as a young sailor there, and you married him soon afterwards. That is indeed what happened, Mr. Holmes. How Absolut logisch, klar. Thank you, madam. Tja. Okay, wir können rein theoretisch natürlich mal eben gucken. Wir haben ja ein paar Hinweise eigentlich, dachte ich. Also sie ist natürlich neu, ne? Wir wissen natürlich, dass sie schön den Jakobsweg gegangen ist und so weiter und so fort. Also sie ist religiös und ja, mein Gott. Das haben wir jetzt hier als Aufgabe noch. Wir gucken uns auf jeden Fall die Hütte nochmal an, ne? Tatort angucken. Okay, gucken wir mal, ne? So, mit ihm nochmal Peter Carey's quatschen. body is inside the cabin. We took care not to touch anything. Gehen wir da mal rein, oder? The door is locked. Wait just a moment, Mr. Holmes, and I'll open it. I locked it yesterday to ensure that no one should enter the cabin and tamper with the evidence. Ah, good thinking. Hello, hello, hello. What is it, Lestrade? It seems to me that someone has tried to force it, Mr. Holmes. Let me Tja. see. So, also er hat es abgeschlossen und irgendjemand hat versucht, das Ding hier aufzuknacken. Mal gucken hier. These scratches are fresh. Frische Kratzer. You're right. Someone tried to force open the door. I swear these scratches were not here yesterday. Our mysterious visitor came here last night. Well, he's not the man for the job. This lock is not a difficult one. Perhaps he did not have the right tool. Okay, gehen wir trotzdem mal rein. What a terrible way to die. Ja, kleiner Walfänger. Okay, lass uns mal kurz gucken, was hier so alles rumliegt. Ah, okay, wir können ein bisschen hier, Regal, alles klar. Das können wir uns dann alles gleich schön im Detail angucken. Okay, da wollen wir nicht gegen rennen. Okay, das sollte erstmal reichen, ne? Ah, wir gucken hier mal ins Regal. Also eine Route eingeteilt, war ja Walfänger, ne?
Hammerfest. Okay, Hammerfest. Dundee. Dundee. It's a whaling map. Okay, der ist halt... Aber, Moment mal, was sieht man denn da drauf? Ich meine, das ist seine Route, ne? Von hier nach da sind die rumgefahren mit ihrem Walfänger. Na gut. Dann im Regal. The Pottwaldzähne, tooth of a okay. sperm whale. Probably from one of Peter Carey's catches. Okay, wir sollen nochmal gucken. Ah, Regal. Okay. Ja, okay. Und nun? Also richtig sehen tut man nichts, ne? Müssen wir es nochmal untersuchen. Also da stand auf jeden Fall irgendwie, irgendwas stand da rum, The ne? ship's logs of the Sea Unicorn for the years 1878 to 1884. Peter Carey was her captain. Von wann bis wann? Wie war das? Also die Schiffslogbücher von 1878 bis 84. Garten ist okay. So, Fußspuren haben wir noch und er hängt da hinten an der Wand. Das ist natürlich nicht so gut. So, lass noch mal gucken hier. Was gab es denn hier noch so Schönes? Die Logbücher. Ah, hier. Eine Truhe. Na klar. Truhe. Ah, das sind die Stiefel. Die können wir draußen mit den Peter Fußabdrücken mal Carey's vergleichen. boots. They look to be a size 8. Ja, Size 8. Keine Ahnung. Weiß gar nicht, was ich habe. Old navigation instruments, nothing interesting. Okay, so, und haben die... Eine Harpune For fehlt, ne? hunting whales. Die eine Harpune fehlt, ey. Kapotti. The ship's logs of the Sea Unicorn for the years 1878 to 1884. Peter Carey was her captain. Gegenstand von Interesse. Ja, das glaube ich mal. Die Logbücher. Aber ich sehe hier nicht mehr, ne? Also es gibt die The Zähne. tooth of a sperm whale. Probably from one of Peter Carey's catches. Ja komm, es muss irgendwie so eine Kiste muss da gestanden haben. Someone drank from this glass recently. Recently, okay. Tabak. Peter, wie The hieß er? initials Peter. PC have been crudely burned. A sailor's work. Tabak drin oder was? This aroma is familiar, but to recognize it, I must construct my associations in one picture. Okay, das ist ein Segelschiff, das kann man drehen und wenden, wie man will. So, was kann man jetzt noch? Achso, und bewegen, was kann man bewegen? Okay, wie kann man jetzt dann das bewegen? Achso, das kann man... Ja. Okay, so kann man das drehen, habe ich ja verstanden. So, und den Rest, wie kann ich den jetzt bewegen? Auswählen und dann irgendwie... Ah, okay. Achso, mit A und... Ah ja, okay. Also, ich drehe das ganze Ding. Und das Ding kann ich ziehen. Aber auch nur links, rechts, ne? Okay. Bringen wir es mal übereinander. Also, das ist noch ein bisschen... zu weit weg. Ah, das kann man auch ziehen. Okay, das ist doch die Spitze vom Schiff, oder? Ich weiß nicht mal drehen.
Achso, vielleicht muss ja auch... Vielleicht von dieser Seite. Das ist vielleicht besser. So, also da ist... Das muss dorthin. Also erstmal bringen wir mal die Dinger übereinander hier, oder? Das ist schon ganz okay. So, und das Ding müssten wir natürlich irgendwie... Also so würden die schon mal passen, ne? Das oben passt natürlich noch überhaupt nicht. Aber das Ding hier muss ja mal auf jeden Fall weiter runter. Da drehen wir nochmal. Wir drehen eher in die Richtung. Das passt schon besser. Jetzt passt natürlich das Stück hier hinten gar nicht. Vielleicht so. Und das Stück hier vorne ein bisschen runter. Ist das cool? Nö. Yes. Doch. This is a coarse tobacco, quite strong and very popular among sailors. Also, er raucht irgendeinen Tabak und trinkt Sailor's drink. Rum. It Natürlich seemed that Rum. Captain Carey was enjoying a drink before he met his death. Jemand Bekanntes? Na gut, okay. Also, Peter, was ist passiert? Ich sag's The mal so, weapon das fully ist nicht penetrated gesund. the body. The force of the blow was immense. This man is in his 50s, yet he still looks quite strong. Also, sehr schwierig, sagt er. Oh, da liegt ein Messer. Okay, was können wir damit machen? This blood is Angucken, from die the Klinge. pool underneath the dead body. This wooden handle is plain and solid. Peter Carey tried to defend himself with this knife, but he did not succeed. Ich wollte gerade sagen, mit so einem Anker drauf. Ist auch von irgendeinem... ein Notizbuch. Vielversprechend. Was sind da für Initialen drauf? JHN are probably the initials of the owner of this notebook. JN, keine Ahnung. Und wieder Blut hier unten. The pattern of the blood stain indicates that the notebook was not lying on the floor prior to the crime, but it was dropped into the pool of blood after the death of Peter Carey. Okay, wir können es noch drehen. Bringt nichts, ne? Was aufmachen? Öffnen. Hier. Komm. Jede Menge... was These ist das? Zahlen? abbreviations mean something, but what? Peter Carey was fully dressed. He was not caught by surprise. It is possible that he knew his murderer. Klar, wenn er mit dem nur einen trinkt, also... Peter Carey was impaled to the wall by a whaling harpoon. Ich würde mal sagen, das ist wohl erstmal alles. Müssen wir The hier nochmal Sea gucken. Unicorn. She was the ship that Peter Carey commanded. Gucken nochmal ein bisschen rum mit dem Spezialblick hier. Okay, so, also wir können wahrscheinlich schon ein paar Schlussfolgerungen mal eingehen. Es gibt keinen Gärtner, aufgespießt an der Wand, Notizbuch. Ich denke mal, Einbruchsversuch und das Notizbuch, der will das ja wieder haben, ne? Okay, das zeigt schon mal was an. Kratzer, ja klar. Und es gibt eigentlich keinen Gärtner. Ne. Brauchen mehr Inhalt, Hinweise. Was haben wir noch? Okay, beenden wir nochmal. Ja komm, wir haben draußen
Und nochmal die Fußabdrücke mit seinen vergleichen. These boots don't match the footprints. Okay, also es sind nicht seine. Kein Gärtner. Ist schon ein bisschen komisch. Passt nicht. Wir gehen noch mal mit Mutti reden, weil ich meine... Is this your husband's tobacco pouch? I'm not sure. It might be. But he hadn't smoked in a very long time. Okay. Thank you, madam. Nicht geraucht hat. Komm, der Gärtner hat auch nicht geraucht. Und es hat auch nichts damit zu tun, dass er da an der Wand hängt. Also wer hat das Ding geknackt eigentlich? Sollen wir mit Watson quatschen? Have you finished inspecting the crime scene? Naja, wir können ja noch mal ein bisschen rumlaufen. Ja, verdächtige Stelle. Umriss im Staub. Aha, jetzt kann ich das not anschauen. covered with dust, like the rest of the shelf. An object was taken from here. It was larger than a book. A box or a small chest, perhaps. Ah, okay, das zeigt's dann an. Okay, wir haben das Inspizieren abgeschlossen. Interessant. Okay, also, es fehlt eine Kiste. Ah, shit. Noch nichts Neues. Ich dachte, jetzt müssen wir zumindest mal ein bisschen was... The ship's logs of the Sea Unicorn for the years 1878 to 1884. Peter Carey was her captain. Das haben wir untersucht. Have you finished inspecting the crime scene? Prinzipiell schon, aber ich will nochmal mit Mom reden. Was ist denn das für eine kleine Kiste, die mir da fehlt? Your husband's private papers. Do you know where they are? There was a small tin box, barely larger than a book. He kept his papers there. It should be somewhere in his cabin. Thank you, madam. Okay, die ist geklaut worden, ne? Das heißt, wir wissen halt eigentlich, dass der Einbruchsversuch müsste sich eigentlich auf die Kiste beziehen. Hä? Komm, mach nochmal weg. Wie krieg ich die Blechkiste weg? Da fand sich die Blechkiste dann immer... Ja, der wollte eigentlich klauen. Die wollten sie klauen.
komm. Irgendeiner hat doch hier Quatsch gemacht. Aber hier ist nichts zu finden. Komm, ich glaube, wir sind durch, Digga. Have you Wir finished können abhauen. inspecting the crime scene? Denke mal schon, oder? Ich meine, wenn die Kiste jetzt hier weg ist und Captain Lalala ist tot und wir haben hier eigentlich nur noch die Logbücher, ey. Das fehlt hier echt, ne? Also irgendeiner hat die Kiste geklaut. Der Einbruchsversuch hat was mit der Blechkiste zu tun, Leute. Ist so. Also, die Blechkiste. Komm, mach mal bitte weg hier. Wie geht denn das? So, alles aufheben. Ach komm bitte. X. Ne, B, ne? Weg damit. Also, der raucht nicht. Muss noch irgendwas sein. Ich brauche hier noch irgendeine, keine Ahnung. Der Gegenstand von Interesse verstehe ich ja. Also ich gucke jetzt nochmal an meine Hinweise. Also Blechkiste haben wir das Messer. Der raucht nicht. Eigentlich nicht. Die Fußspuren passen nicht. Eigentlich wissen wir doch alles, oder? The murder weapon was probably taken from this rack. Mr. Holmes? Also ich denke, hier haben wir doch wirklich alles untersucht, oder? Okay, lass uns vielleicht nochmal überlegen. Wir haben ja... Ups. Wir haben ja doch auf der Karte, wir könnten doch noch... I cannot leave yet. I am not finished here. Wir können also noch nicht abhauen. Eigentlich interessiert mich ja... Also man sagt ja hier, bring mal was zusammen. Hinweise, so. Das Ding kann ich auch... Ups. Oh, voll beknackt. Ey. Also nochmal. Also hier sage ich ja auf jeden Fall auf die Lauer legen. Aha. Heute geht es sich auf die Lauer zu legen. Aha. Ja, dann machen wir das doch mal. Ha. Someone was here yesterday.
They attempted to force the door to gain entry. Na, Versteck finden. Okay, das verstecke ich mich mal hin am Fensterchen. Oder? Hätte ich ja jetzt mal so gedacht. Und warte, bis einer kommt. Komm, ich bespreche das mal mit Watson. Watsi. Oh Mann. Mal Perspektive wieder umstellen. Komm, wir stellen uns hinter die Hütte. Well, Mr. Holmes, what do you think? I think that we are lucky. And why is that? Because of last night's attempted break-in. Oof, you've lost me. It is very probable that whoever came here hoped to find the door open. They tried to force it with a knife blade, but they failed. What will they do? Why, return tonight, when they will be better prepared. Aha. So what do you propose? We shall remain on the outside, near the window, where we stand the best chance of catching sight of our visitor. Well, gentlemen, ready your pistols. We have a long night ahead of us. Okay, gut, das soll aber erstmal reichen. Den Täter überführen wir natürlich dann in der nächsten Session, okay? Also, bis dann, ciao.